Wir sind begeisterte Segler. Unser Heimatrevier ist der Vierwaldstättersee in der Schweiz. Hier verbringen wir seit vielen Jahren unsere Freizeit. Das letzte Jahr haben wir das Astrea, unser Segelboot, aber zum ersten Mal an die Ostsee gebracht. Wir sind von Eckernförde, Deutschland, bis in die Schäre vor Stockholm und zurück gesegelt. Dieses Jahr geht die Reise nach Oslo und zurück. Insgesamt werden wir 3 Monate unterwegs sein und wir werden 1572 Seemeilen zurücklegen. Zuerst aber musste ich von der Schweiz wieder nach Deutschland reisen. Eine Reise von 1060 Kilometern. Da Hamburg. Da fahren wir in den Elbtunnel ein. Nach 1150 Kilometern in Eckernförde am Liegeplatz von unserem Boot angekommen. Da liegt es bereit. Ja, und ich genieße jetzt hier den Morgen auch in Eckernförde. Es ist heute am ersten Tag herrlich schön. Das Boot hat auch dieses Jahr wieder für die Reise vorbereitet werden. Einiges hat die Werft schon erledigt. Sie hat eine neue Sprayhaut installiert, den Ankerkasten abgedichtet und die Gasanlage erneuert. Zusammen haben wir nach meiner Ankunft das Vakuumventil vom Motor ersetzt. Ich musste die Segel anschlagen und die Leine wieder einziehen. Und am Schluss ist trotzdem noch ein bisschen Zeit zum Lesen geblieben. So, auf dem Weg von Eckernförde nach Kappeln an der Schlei. Eventuell auch nur bis Damp, je nach Wind. Wir sind heute Morgen um 10 Uhr ausgelaufen und machen heute den ersten Schlag offiziell hier auf dem Ostseetörn 2023. Da haben wir uns gerade ein Rennen leisten mit der DL34. Mir geht es inzwischen wieder einigermaßen gut, nachdem ich gestern Abend eine Magenverstimmung aufgelesen habe. Und das ist unser erster offizieller Schlag jetzt von dem Ostseetörn 2023. Die Bedingungen sind sehr angenehm, dafür haben wir ein bisschen schwache Wind. Das ist ein Volkenboot. Ah ja, das sollte man sein. Ja. Und dann haben wir noch ein Nachbarboot, das uns jetzt schon 3/4 Stunde begleitet. Von denen habt ihr ja schon gehört. Ja, dann schauen wir jetzt mal, was sie sind. He? Sehen wir es wieder am Überholen? He? Schon wieder. Eine wunderbare Landschaft hier, die Eckernförde-Bucht. Voll von Wohnwagen. Hier der Küste entlang von der Eckernförde-Bucht hat es zig Campingplätze mit Tausenden von Stellplätzen für die Campingwagen. Und wir jetzt hier unter Schmetterling, etwas ganz Seltenes auf dem Meer. Aber die Bedingungen sind heute so, dass sich das eigentlich aufdrängt. So, es ist inzwischen Mittag um 2:15. Wir sehen hier gerade den Hafen von Damp. Und wir haben jetzt entschieden, wir gehen auf unser ursprüngliches Ziel los, Kappeln. Das sind noch 10 Seemeilen. Und damit wir in einer vernünftigen Zeit bis dort raufkommen, sind wir jetzt hier bei dem abflauenden Wind wieder unter dem Motor unterwegs. Leider, aber ist halt so. Einfahrt in die Schleimünde. Da sehen wir die rot-weiße Ansteuerungstonne. Da Schleimünde. Mit dem berühmten Kaffee vorne dran. Siehst du, da kann man eben Haare, oder? Siehst du das? Das ist das, was ich gemeint habe. Das ist da außen auf dieser Mole. Viel Verkehr da. Bei der Ein- und Ausfahrt. Mit Schlei. Unglaublich, wenn das noch zu und her geht.
Kappeln im Gegenlicht. Jetzt haben wir es dann gerade geschafft. Die einen von uns können überhaupt nichts sagen. Ja, warte jetzt. Ja, das muss ich jetzt auch noch einschenken. Warte, kannst du das noch auftun und etwas einschenken? Ja, das ist halt, wenn man eine Magenverstimmung hat, gibt es halt statt Wein ein Pepsi oder ein Gocki. Ja, zum Wohl auf unseren ersten Schlag. Hans Otto, super gewesen, merci. Ist gut, bist du wieder gesund. Jetzt hast du nicht das ohne Zucker. Jetzt habe ich etwas anderes noch geholt. Nein, das ist normales Pepsi. Ja, und das sind die Kontraste. He? Das kleine Bötchen. Und da hinten der Riesenschlitten, der nicht mehr aufhört. Es war ein wunderschöner Frühsommerabend. In Kappelen war Markt und dementsprechend sehr betriebsam. Selbstverständlich haben wir uns das alles angeschaut. Da am Museumshafen von Kappelen können wir das eigentlich anschauen. Ausfahrt aus der Schlei. Unter Segel, wie man sieht. Leider haben wir heute Morgen eine GoPro aufgesenkt. Jetzt freuen wir uns einfach, dass wir noch haben. Die berühmte Gipfelbude. Das lohnt sich zu haben, das Motörchen anladen. Sie haben gerade ein bisschen Arbeit gehabt, bis die Segel oben hatten. Deutschland AD. Für 3 Monate. Dänemark kann kommen. So, 1 Seemeile vor der Ansteuerungstonne vom Marstal. Da haben wir noch gerne Laserchecks her. Da das Südteil vom Marstal. So, wir fahren jetzt hier in den Tonnenweg ein vom Marstal. Der Hafen wäre eigentlich schon bereits hier hinten. Aber wir müssen jetzt hier ausholen. Und durch die Fahrrinne rauffahren und kommen dann von oben her, von Norden, wieder in den Hafen rein. Das Grossloch haben wir geborgen. Und so, jetzt haben wir gerade da gezahlt am Hafenautomat. Das ist neu, zum ersten Mal seit diesem Jahr in Marstal. Ja, und da hinten wartet bereits der Hans Otto. Ja, die mögen da nicht in die Box rein. Die bleiben stecken. Die werden jetzt müssen rausfahren. So, nächster Versuch. Ja, und der Hans Otto kommt auch da schon wieder zu laufen. Marstal ist das Segelmekka der Dänen, sagt man auch heute noch. Marstal war vor 100 Jahren ein ganz wichtiger Hafen. Da sind mehr als 300 Frachtsegler beheimatet. Heute sind es immerhin noch 50. Und es ist unglaublich, wie in dem schmalen Wasser das da dahinter führt in den Hafen, die Frachtsegler können reinfahren, rausfahren und wenn sie manövriert worden sind. Ja, unsere Suche nach Restaurants ist bis jetzt ergebnislos verlaufen. Ausser einer Würstchenbude direkt am Hafen haben wir bis jetzt nichts gefunden. Am folgenden Tag waren wir in Marstal eingeweiht. Es hat mit 6 bis 7 Booten vorgeblasen und wir haben die Gelegenheit benutzt, um das bekannte Museum von Marstal zu besuchen. Hier sehen wir ein funktionsfähiges Modell 1:20 von einer Dampfmaschine. Das Fischen geht in Marstal bis ins Jahr 1400 zurück. Und hier sehen wir die Ausrüstung, um Hering zu fischen.